Ich grüße dich in Jesu Namen und sei gesegnet. Sei gesegnet, wenn du ein Kind Gottes bist. Sei gesegnet, wenn du noch kein Kind Gottes bist. Komm zu Jesus. Jesus ist der Schlüssel. Jesus ist das Leben. Und Jesus selber sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und die Zeit ist reif geworden. Die Ernte ist reif zur Ernte. Und die Frage ist nur, was tun wir? Was tun wir dafür? Gehen wir und sind Arbeiter im Reich Gottes? Bist du ein Arbeiter im Reich Gottes? Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen. Wisst ihr, wir leben in eine ganz, ganz, ganz wertvolle Zeit. Ich habe früher gedacht, am liebsten hätte ich in der Zeit gelebt, wo die Apostel angefangen haben zu wirken. Aber heute bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich in diese Zeit lebe. Diese Zeit ist kostbar, diese Zeit ist wertvoll. Keiner steht dem des zweiten Kommen des Herrn, also das zweite Kommen Jesu, so nah wie wir. Wie du, wie ich. Wir sind so nah. Und weißt du, wie herrlich es wäre, dieses zu erleben, wo der Himmel sich auftut und er seine Gemeinde abholt. Willst du nicht dazugehören? Möchtest du lieber in irgendeine Religion versenken, wo Kompromisse eingegangen werden, wo Sünde toleriert wird, wo Kompromisse in so religiöse Sachen eingegangen werden? Willst du nicht lieber voll für Christus, ganz für Gott, dass sich es wirklich lohnt zu leben? Und ich kann euch nur eins sagen, es ist so herrlich zu leben mit Gott. Vor allem dann, wenn Menschen gegen dich gehen, wenn Menschen dich verurteilen und dabei falsch sind und du so eine Beziehung mit Jesus hast. Denn die Bibel sagt, wer kann wider uns sein, wenn Gott für uns ist? Wisst ihr, wie herrlich das ist, wie wunderbar es ist? Und dann Gottes Gegenwart zu erleben, seine Kraft, seine Begegnung, die Kommunikation mit ihm. Und das kann ich euch nur empfehlen, mit Jesus zu kommunizieren. Nicht auf Menschen zu schauen. Wisst ihr, heute sind wir in eine große Gefahr. Und ich möchte dich warnen davor. Und diese Gefahr ist, dass wir auf Menschen hören, dass wir auf Menschen bauen und dass wir so sehr auf Menschen bauen, dass wir die Kommunikation mit Jesus verlieren und die Beziehung mit Jesus. Und ich möchte dich einfach ermutigen, höre auf zu sündigen. Es ist Zeit, Buße zu tun. Es ist Zeit, Buße zu tun, denn die Zeit ist reif. Wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommt. Wir wissen nicht, wann Jesus da wiederkommt. In den Wolken, wie er aufgefahren wurde, so wird er wiederkommen. Wir wissen es nicht, aber wir sollten jeden Moment so leben, als wäre es der letzte Moment. Wäre es heute. Und wenn du diese Freude nicht hast, dich freust auf dieses Kommen, dann musst du zurück und Buße tun. Du musst die Ursache finden. Dieses Leben ist zu kurz, um hier Kompromisse einzugehen. Dieses Leben ist zu kurz dafür. Und ich möchte dich warnen, ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich aufbauen und sagen, komm zu Jesus, tue Buße. Es ist Zeit und führe so viele Menschen, wie du kannst, zu Jesus. Du wirst es niemals bereuen. Im Gegenteil, du wirst dich freuen. Jesus wird sich freuen. Gott wird sich freuen für das, was du tust. Tu in deiner Gegend, in deinem Umfeld. Bring diese frohe Botschaft den Menschen in aller Liebe, aber in ganzer Klarheit und fordere die Menschen auf, Buße zu tun für ihre Sünden, damit sie leben können, nicht nur auf dieser Erde, sondern leben für ewig. Und ich möchte euch wirklich so mitteilen, was mir auf dem Herzen liegt. Die Zeit ist reif geworden, die Zeit ist gekommen. Und Jesaja 2 steht, der Berg des Herrn wird zur letzten Zeit hoch erhaben sein, höher wie alle Hügel. Und alle Heiden werden hinzulaufen. Da möchte ich uns erinnern an die Bibelstelle von den 10 Jungfrauen. Schau mal, die 10, das symbolisiert die Gemeinde. Und sie alle warten auf den Bräutigam, auf Christus. Aber nur 5 haben es geschafft. Alle 10 sind aufgewacht, als der Bräutigam kam. Denn es heißt, der Bräutigam verzog und sie schliefen alle ein. Aber dann sind plötzlich alle aufgewacht, aber nur 5 von ihnen hatten wirklich Öl. Und ich möchte dir sagen, die Zeit ist gekommen, du musst aufwachen.
und sehe zu, dass du genug Öl hast. Es ist so wichtig. Und wenn du in eine Gemeinde bist, wo Sünde toleriert wird, dann musst du da weg. Aber ganz, ganz schnell. Im Himmel gehen nur die ein, die reines Herzens sind. Und das heißt, die reines Herzens sind. Und ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das heißt, ein reines Herz, ein gewaschenes Kleid. Es ist so wichtig. Ist es zu schade, Buße zu tun? Naja, vielleicht wirst du in deiner Familie nicht geliebt, in deiner Gemeinde nicht geliebt, wenn du den Weg ganz mit Christus gehst. Wisst ihr, wie einfach das ist, diesen Weg so kompromissvoll zu gehen und Freunde zu haben, so viele Freunde und alle lieben dich. Aber was für einen Wert hat das in Gottes Augen? Es hat keinen Wert. Es heißt, ganz für Gott und nicht auf Menschen bauen, sondern auf Gott. Ihr sollt nicht den Menschen gehorchen, sondern Gott gehorchen. Dann steht es geschrieben, wer kann wider uns sein, wenn Christus für uns ist? Ich möchte dich ermutigen, Jesus lebt. Jesus lebt heute. Der Heilige Geist ist da. Und weißt du was? Das Wunderbare, es ist Gnadenzeit. Kommst zu Christus, lass dich taufen. Also zuerst Buße tun, lass dich taufen, werde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wenn du ein Christ bist und du sagst, ich habe diese Vorfreude nicht, dass er wiederkommt, ich warte gar nicht auf ihn, du musst auf deine Knie, du musst vor Gott. Und was mir auch aufgefallen ist, und ich sage das, was ich auf dem Herzen habe, was ich empfinde, was Gott mir auf dem Herzen gelegt hat. Es ist Zeit auch Buße zu tun, einfach über die Vergangenheit. Und viele Gemeinden lehren, du musst einmal Buße tun und alles ist gut. Und dann bist du da. Nein, warum nicht einmal mehr Buße tun? Fange an, jeden Tag einfach vor dem Herrn zu gehen und sagen, siehe mein Herz, wie ich es meine, ob ich auf bösem Wege bin oder auf einem guten Wege, und führe mich auf dem richtigen Weg, zur richtigen Straße. Und dass ich auf deine Wege wandle. Und Herr, vergib mich, tue Buße. Und fange an mit Beten und Fasten und komme zu Christus, denn du weißt nicht, wie lange du noch lebst. Du weißt nicht, wie lange diese Welt steht. Du weißt es nicht. Ich möchte dir keine Angst machen, aber ich möchte dich trotzdem warnen und ermutigen. Und wenn du auf diesem Weg bist, dann geh den Weg ganz, gib dich Gott ganz hin. Gehe nicht halb Gott, halb diese Welt. Gehe ganz für Christus. Gott wird das so segnen und er wird dich berufen. Es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Und wisst ihr, oder weißt du, deine Stadt, deine Umgebung, sie gehen verloren. Was tust du dafür? Oh, ich möchte, dass du heute Buße tust. Komme zu Jesus. Und das heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.